Hallo liebe Freunde von Freiheitenwelt, ich bin's wieder, euer Martin, und heute habe ich ein neues spannendes Thema für euch. Es geht darum, welchen Helm nehme ich mit auf meine Reise nach Nepal. Ja, für alle, die neu hier sind, ihr habt es ja mitbekommen, im Hintergrund steht meine Yamaha Tenere Rallye aus dem Baujahr 2025, nagelneu sozusagen. Und ich plane eben jene lange Landreise, die mich bis weit in den Osten führen soll. Ja, aber bevor es losgeht, muss das Motorrad erstmal gepackt werden. Auch ich selber muss mich einpacken, und ja, neues Motorrad hat danach geschrien: Okay Martin, jetzt ist auch mal wieder Zeit für eine neue Motorradhaube. Ganz kurz, warum ich das überhaupt thematisiere, und zwar eine Sache, die ist mir wirklich wichtig, liebe Leute, liebe Motorradfahrer und Fahrerinnen dort draußen, passt auf eure Ohren auf. Ich sage das deswegen, weil ich habe schon einen leichten Tinnitus auf meinen Ohren, kann ohne Gehörschutz überhaupt nicht mehr fahren, und ja, wenn es zu spät ist, wenn es mal pfeift, kann ich euch nur sagen, ist einfach nicht mehr so schön. Es ist jetzt bei mir so, es ist jetzt nicht extrem, also ich merke das eigentlich im Alltag überhaupt nicht, aber wenn ich mich viel Lärm aussetze, es kann jetzt auch bei irgendwelchen Musikkonzerten sein oder auf einer Baustelle, wenn ich mit einem Schlagbohrer bohre. Also bei mir ist wirklich so, Gehörschutz muss drin sein. Es ist auf einem Level so das leichte Anzeichen, ja, Martin, pass mal besser auf. Also schlimmer darf es auf jeden Fall nicht mehr werden. Und deswegen ist das ein ganz wichtiges Thema, und natürlich beim Motorradfahren ist das Thema Nummer 1 oder der beste Weg, um das einzudämmen, einfach ein richtig guter Helm. Jetzt muss ich ein bisschen aus meiner Reisegeschichte erzählen, und zwar, ich war ja wie gesagt jene 150.000 Kilometer unterwegs auf meiner KTM 1190, großes Motorrad, lautes Motorrad, das aber tatsächlich ein großes Windshield hatte, aber um ehrlich zu sein, es war nie gut genug. Ich bin durch eine Odyssee gelaufen, wenn ich an Südamerika denke. Ich glaube, ich habe alle verschiedenen Windshields, also ich rede jetzt vom Motorrad, die man kaufen kann, an das Motorrad hingebaut, habe selber gebaut, habe verschiedene Helme gefahren. Und dieses Problem mit diesen Windgeräuschen, insbesondere dieses Buffeting, also wenn das diese Schläge macht, also wie wenn dir ständig einer eine Watschen gibt sozusagen, ich habe es, ja, manchmal war es gut, manchmal war es nicht so gut. Es hängt tatsächlich auch ab, wie gerade der Wind ist allgemein, wo man fährt, ob man an der Küste ist, ob man in den Bergen ist und lauter solche Sachen. Punkt ist, 150.000 Kilometer waren für mich jetzt genug, mich dem auszusetzen, und neues Motorrad habe ich mir gedacht, jetzt machen wir das doch alles mal besser. Ja, und das bringt mich gleich zu dem Punkt, Windgeräusche entstehen natürlich am Motorrad. Wir Reiselustigen, also jene Menschen, die immer diese Abenteuermotorräder toll finden, wir rennen immer in dieses Problem, dass egal welches Motorrad man da kauft, das Problem mit dem Windschild und diesen Verwirbelungen ist einfach immer gegeben. Und insbesondere für größere Personen, ich selber 1,86 Meter, da geht das Problem halt dann meistens schon lange los. Also ich habe Reisekollegen, die sind mehr so 1,75 Meter, oder Kolleginnen, die sind dann noch ein bisschen kleiner, für die ist das überhaupt kein Thema, weil die einfach ein Stückchen tiefer sitzen und dieses ganze Windproblem irgendwie gar nicht so sehr existiert. Ja, neues Motorrad. Bei der Auswahl habe ich genau darauf geachtet. Das war tatsächlich die erste Priorität, und von allen genannten Motorrädern, da müsst ihr mal dieses erste Video zur Yamaha anschauen, war tatsächlich die Tenere die beste. Im Vergleich zu der KTM, diese ganz schlimmen Schläge gibt es nicht, egal welchen Helm ich fahre oder gefahren habe. Das ist eigentlich weg. Es ist einfach dieses gleichmäßige Rauschen, was laut ist, also ohne Gehörschutz geht es tatsächlich nicht, aber es ist gleichmäßig. Es macht diese Schläge nicht, eigentlich in allen Situationen. Ich habe es jetzt durchprobiert, ich bin im Gelände gefahren, ich bin mal schneller gefahren, so ab 130, 140 ist immer schwierig.
Aber um es auf den Punkt zu bringen, es ist okay. Also es ist okay, wie es ist, standardmäßig okay mit dem Windschild, das die Tenere jetzt eigentlich hat. Ich bin noch hergegangen, um es ein bisschen besser zu machen, habe so ein Puig-Aufsatzschild mir gekauft. Es funktioniert gut, es nimmt ein bisschen Druck weg, ändert aber wenig an der Lautstärke. Es ist einfach ein bisschen weniger Druck und ich werde es sehr wahrscheinlich auch dran lassen. Es ist einfach angenehmer und was ich festgestellt habe, man kann so ein bisschen, wenn es wirklich extrem wird, kann man so ein bisschen hinter das Windschild und sich verstecken. Ja, es ist gut, aber es ist nicht optimal. Das Problem ein bisschen neues Motorrad. Für dieses Motorrad gibt es noch keine anderen Windschilder zu kaufen, weil Yamaha das hier vorne geändert hat. Und deswegen war ich jetzt ein bisschen auf mich selber gestellt und habe hier selber rumexperimentiert. Ja, jetzt kann man so ein Windschild höher machen oder tiefer. Höher habe ich ja eben mit dieser Puig-Scheibe erreicht. Niedriger geht auch und das habe ich auch probiert. Ich habe das einfach mal weggeschraubt, habe einen Karton hingemacht gehabt und habe simuliert, was passiert jetzt eigentlich, wenn ich ja 5 cm kürzer bin. Und da muss ich sagen, tatsächlich, das funktioniert super gut bis einer Geschwindigkeit von ungefähr 80 bis 100 km/h. Dann haben sich alle Helme deutlich besser verhalten, weil sie eben im direkten Wind sind. Aber wenn es jetzt darum geht, Langstrecke zu fahren, auch mal ja längere Strecken auf der Autobahn oder so zu fahren, da war dann tatsächlich einfach der Windschutz zu wenig und doch sehr extrem. Um es kurz zu machen, ich habe hier jetzt also auch keine wirklich tolle Lösung gefunden. Ich werde jetzt erstmal losfahren mit dem Windschild, wie es ist, mit dieser Aufsetzscheibe und ich hoffe, dass es irgendwann in der Zukunft vielleicht auch so eine Scheibe gibt, wie es damals bei der Tenere Explorer gab, also einfach ein bisschen höher, ein bisschen breiter. Ja, und das muss ich jetzt einfach mal abwarten. Ganz kurz fangen wir doch mal an mit den Helmen, die jetzt nicht mehr hier sind. Ich habe die aber alle gefahren. Und zwar ganz vorne natürlich der Schubert E2, habe ich echt gedacht, wow, das ist der Helm der Helme. Ich meine, Made in Germany, sehr bekannt, sehr beliebt, wird immer als einer der leisesten Helme verkauft. Tatsächlich, ja, bei mir war es komischerweise nicht so. Erstmal habe ich den Helm als sehr schwer empfunden. Ich meine 1,8 Kilo ohne Kommunikationssystem. Dann war es ein Klapphelm, brauche ich nicht unbedingt. Wenn man aufhat, er passt perfekt. Ich fand aber bei dem Schubert war das Sichtfeld doch extrem eingeschränkt. Das nächste war diese Sonnenblende. Die hat sehr schnell angefangen zu flackern und das heißt, es war eigentlich nicht möglich, mit offenem Visier zu fahren. Und ja, wo ich wirklich enttäuscht war von allen getesteten Helmen, war tatsächlich der E2 der lauteste. Hätte ich überhaupt nicht erwartet, war aber tatsächlich so. Ich habe ihn dann ja, nach einer kurzen Testfahrt weggeräumt und er war eben sehr schnell draus, weil er einfach zu schwer war wegen der flatternden Blende und ja, weil er einfach doch nicht so super leise war, wie ich es mir gedacht hätte. Der nächste Helm, der jetzt nicht mehr da ist, war der Nex X-Weight 3, heißt der. Und das ist ja wirklich die eierlegende Wollmilchsau. Der Helm, der kam hier an, da ist ja alles dabei. Habe ich echt gedacht, wow, der ist es. Mit Kamerahaltung, mit verschiedenen Visieren, in Carbon, sehr schön gearbeitet, sehr wertig. Und der Helm ist aber rausgefallen, tatsächlich erstmal. Ich weiß nicht, was das ist. Das ist jetzt der Klim zum Beispiel. Der Nex, der neue, der war von der Helmschale so groß und also es hat sich für mich einfach komisch angefühlt. Das hat was mit dieser neuen Norm zu tun. Das ist die 2006 und scheinbar manche Helmhersteller, die müssen dann den Helm einfach größer machen oder die Schalen größer machen, das Material dicker machen, dass diese Norm erfüllt ist. Also so stelle ich mir das vor. Wie gesagt, war ein Bombenhelm, wem der passt, kann richtig gut sein, aber auch er war extrem laut. Also diese ganzen Luftgeräusche, insbesondere bei geöffneten Lüftungen,
war einfach zu laut und dem hat das gleiche Schicksal ereilt wie dem Schubert E2. Die waren nach kurzen Testen gleich wieder weg von hier. Ja, in die Top 3 hatten es am Ende geschafft der Klim Cryos, der LS2 und der Aero Commander. Ja, und da fange ich jetzt einfach mal an. Beim teuersten, das ist der Klim in dem schönen Blau, hatte ich tatsächlich gedacht, das passt zu meiner Yamaha, ist leider ein bisschen anders, aber okay, das sind Nebensächlichkeiten. Der Helm, das war der erste, den ich gekauft habe und ja, das Gewicht 1,2 Kilo ist echt Bombe, ist super gearbeitet und es war auch genau der Grund, warum ich den Helm gekauft habe. Der Helm hat keine Sonnenblende, ist ganz normaler Helm mit Visier, das heißt, man muss mit Sonnenbrille fahren. Lautstärke ist der wirklich okay. Dieses Windschild hier oben, das flattert fast gar nicht, kann man schön fahren. Er liegt sehr schön im Wind. Komfort, ja, da habe ich ein bisschen das Problem, er drückt mich ein bisschen hinten ins Genick und hier oben an der Stirn ist zu viel Platz. Das ist aber tatsächlich mein ganz persönliches Empfinden. Lüftung könnte besser sein. Ich habe es probiert. Ja, es pfeift hier vorne ein bisschen rein, aber ansonsten hat er nur hier oben noch eine Öffnung und ja, also er ist jetzt nicht super warm, aber auch nicht super kalt. Was schön ist, er hat ein schönes Sichtfeld und ansonsten von den Funktionen her, ja, er hat im Endeffekt gar keine. Also es ist wirklich nur die Lüftung, das Sonnenschild hier oben. Dann hat er im Unterschied zu den anderen hier dieses magnetische Halsband, also nicht diesen Doppel-D, was ich eigentlich am besten finde. Und das Problem ist auch, er ist nicht für Kommunikation vorbereitet. Es sind da so Taschen, man könnte Lautsprecher reinmachen, aber richtig optimal ist es nicht. Ja, das war der Klim Cryos, habe ich gefahren. Wie gesagt, verhält sich sehr gut bei dem Motorrad, ist aber ja, so ein bisschen von den Funktionen hier, von den Extras, die man sich wünschen würde, auf einer langen Reise, hat er jetzt alles nicht so. Als nächster im Bunde der Aero Commander 2. Cooler Helm, Vollcarbon, der hat gekostet 490 €, also knapp 200 € günstiger als der Cryos. Ach übrigens, ich habe mir die Helme alle selber gekauft. Da werde ich jetzt nicht unterstützt, aber dafür nehme ich mir auch das Recht raus, die wirklich bis ins Detail zu testen. Der Helm hier, muss ich sagen, rein optisch Bombe, gefällt mir sehr gut, ist toll gearbeitet, das Schild rastet ein, man kann es hier vorne mit so einem Klick aufmachen, hat auch verschiedene Stufen, was ich ganz wichtig finde, und der hat tatsächlich auch eine Sonnenblende. Ja, die habe ich noch nicht mal, den Aufkleber weg, ist tatsächlich noch nagelneu. Der Helm passt mir wie, also ich habe den aufgezogen, habe mir gedacht, wow, also er hat einfach super gepasst. Bin ich dann allerdings die ersten paar Meter gefahren und man stellt schon fest, von der Lautstärke ist er ein Tick lauter als der Klim und als auch der andere, hat aber dafür eben diese Features. Mit diesem hat eine tolle Lüftung, gibt es nur 3 Schalter. Aber das funktioniert ziemlich gut, habe ich festgestellt. Ist super komfortabel, habe ich schon gesagt. Hat auch ein breites Sichtfeld, ist ja immer so eine Sache. Es war zum Beispiel bei dem Schubert E2 das Sichtfeld nach links und rechts extrem eingeschränkt, fand ich ganz komisch. Das hat der nicht. Was der Aero hat, im Gegensatz zu allen anderen, er ist vorbereitet für Kommunikation. Er ist hier so ein Einlass, also hier kann man so ein Senna zum Beispiel hinmachen oder Cardo heißt, glaube ich, die andere Marke. Und innen drin sind dann tatsächlich für die Lautsprecher schon ja, die Öffnungen vorbereitet. Und ich kann euch sagen, ich habe das schon probiert.
Es gibt von LB diese größeren Lautsprecher vom Kado-System und das passt super, drückt mir nicht an den Ohren. Und das ist ein ganz großer Pluspunkt für diesen Helm. Das Sonnenschild hier oben, ja, Vorteil, es flackert nicht, aber auf der anderen Seite, es ist einfach zu kurz. Also wer wirklich einen Sonnenschutz will, und das ist ja immer praktisch, wenn es ein bisschen länger ist, dass man dann so mit dem Helm nach unten geht, dann kann man so die Sonne am Abend sozusagen ja, eben wegblenden. Und ja, das funktioniert mit dem hier nicht. Das ist einfach zu kurz, minimal. Es wird wahrscheinlich von oben ein bisschen den Schutz geben gegen die Sonne, aber es ist jetzt einfach nicht so wie zum Beispiel früher bei meinem Aventuro. Da ging das noch richtig weit raus. Ja, das war der zweite im Bunde und die 4 genannten Helme oder 5 mit dem hier, die habe ich alle gefahren gehabt und habe mir gedacht, Mensch, mit der Lautstärke, es muss doch einfach noch besser gehen. Und dann habe ich mir in letzter Hoffnung, weil der wegen Lautstärke sehr gut bewertet ist, diesen LS2-Helm gekauft. War mit Abstand der günstigste im Angebot. 310 € habe ich gezahlt. Der ist Vollcarbon, meine lieben Leute. Und ich bin den gefahren und es ist tatsächlich so. Von allen Helmen bei normalem Windschild, muss ich jetzt sagen, ist das der leiseste. Das hätte ich überhaupt nicht geglaubt. Und ja, das ist mal ein großer Bonus für diesen Helm. Es ist aber tatsächlich nur beim kurzen Windschild so. Wenn ich bei diesem Helm diesen höheren Aufsatz habe, dann fängt das Sonnensegel hier oben ordentlich an zu flackern. Und das ist auch von allen genannten Helmen das, wo am wenigsten stabil erscheint. Komfort passt mir auch wie angegossen. Auch das ist ein Helm wie der X-Wert 3 mit dieser unglaublich großen Schale. Also man kommt sich einfach vor, als hätte man ja, deutlich größeren Helm auf der Birne. Das wäre jetzt aber tatsächlich eine Sache gewesen, weil er sonst richtig cool aussieht, wie ich finde. Ein bisschen aggressiv. Ich finde auch optisch passt er ganz gut zu meiner Yamaha. Das wäre jetzt eine Sache, da hätte ich drüber hinweg blicken können. Lüftung, Bombe, also er hat hier so viele Lüftungsoptionen hier hinten. Es gibt, glaube ich, irgendwie 8 oder 9 Schieber. Das habe ich auch probiert, funktioniert super gut. Sichtfeld auch bei diesem Helm sehr gut. Was Funktionen angeht, ja, er hat auch die Blende. Die hat auch das Problem wie beim Schubert, dass es sehr schnell anfängt zu flackern. Und in meinem Fall ist es auch so, die ist mir direkt, also unterm Auge. Das heißt, es ist das ganze Auge gar nicht geschützt und das ist jetzt, da hätten sie es lieber weggelassen und den Helm kleiner gemacht und mit Sonnenbrille, dann wäre es, glaube ich, echt top gewesen. Also wird für mich so nicht funktionieren. Und ansonsten hat er die Doppel-D-Ringe, die ziemlich schön sind, aus so einem roten Alu. Was allerdings überhaupt nicht bedacht wurde bei diesem Helm ist, ja, Audiosystem, Kommunikation, weil es ist sowohl innen nichts vorbereitet als auch außen. Ihr müsst euch mal das angucken, die Kanten. Es ist ganz schwierig, einen Platz zu finden. Es würde schon gehen für so ein Gerät. Ich bin mir da tatsächlich ein bisschen unschlüssig. So, das war es jetzt im Endeffekt schon. Ich meine, ich wollte euch ja nur vorstellen, meine kurzen Erfahrungen mit diesen verschiedenen Helmen. Tatsächlich kann ich euch nur empfehlen, fahrt alle Helme zur Probe, wenn es irgendwie geht, weil ich hatte mir auch die Helme am Anfang geholt, nur aufgesetzt und es ist ja blöd. Deswegen ist es besser, kauft euch die und manchmal kann man sie auch wieder zurückgeben oder geht in die Läden. Man kann auch Test fahren, habe ich ja bei einigen von diesen hier gemacht. Oder ihr kauft es euch einfach, wenn es nicht passen, wieder verkaufen. Also das ist im Endeffekt, was ich mache. Und es ist aber einfach unglaublich wichtig. So, und jetzt zusammenfassend am Schluss, ja, welcher Helm hat jetzt gewonnen? Leute, ich war ganz lange Zeit hin und her gezogen und wegen der Lautstärke hatte ich eigentlich den hier als Favorit.
Jetzt bin ich aber heute Morgen nochmal gefahren, habe mir das Audiosystem, das ich da habe, testweise eingebaut, habe festgestellt, meine Güte, ich kriege das hier nicht rein, kriege es auch nicht hin. Und ja, ich behalte den Helm aber trotzdem sehr wahrscheinlich in meinen 300 €. Das ist ein echtes Schnäppchen. Vielleicht brauche ich ihn mal irgendwann in der Zukunft. Den Klim habe ich schon so lange hier und den habe ich jetzt von all den genannten am meisten getestet. Ich bin aber jetzt irgendwie zum Entschluss gekommen, ja, er hat einfach so die paar Features für eine richtige lange Reise fehlen mir einfach und da kommen wir jetzt tatsächlich dann zu meinem Favorit und der ist es am Ende geworden, der iRow Commander. Der hat mich jetzt in letzter Instanz, obwohl er der ist, der ein bisschen lauter ist, doch überzeugt. Und zwar, ich habe es ja vorhin schon genannt, er ist leicht, es sieht cool aus. Das mit dem Windschild, oder dem Sonnenschild hier oben, dass das ein bisschen kurz ist, stört mich gar nicht, es flackert nicht, das ist viel wichtiger. Man kann das Audiosystem cool integrieren und das habe ich, wie gesagt, schon probiert. Und was ich festgestellt habe mit den größeren JBL-Lautsprechern, da mache ich wahrscheinlich nochmal extra ein Video, wie ich das installiere, die sind 45 mm und die Sache ist die passen dort richtig gut rein, stehen ein bisschen über und jetzt kommt so ein interessanter Nebeneffekt. Wenn ich den Helm aufziehe mit Ohrenstöpsel, liegt meine Ohren direkt an. Und ihr könnt es ja mal machen, legt mal eure Hand aufs Ohr, dann merkt man schon, wie so eine Dämmung stattfindet. Und genau diesen Effekt habe ich hier. Und ich bin dann noch mal ein paar Meter gefahren und habe mir gedacht, krass. Also allein, dass da einfach durch diesen Lautsprecher, ohne dass ich den verwende, dieser Raum ausgefüllt wird, hat nochmal ordentlich was gemacht und tatsächlich die Lautstärke mit diesem Helm nach unten gebracht. Und ja, das werde ich alles noch verfeinern. Ich werde es jetzt noch alles schön einbauen, vielleicht auch noch ein bisschen extra dämmen. Und dann denke ich aber, dass ich mit diesem Helm hier eine gute Zeit haben werde. Das werden wir sehen. Und ja, das ist im Endeffekt das Ende der Geschichte. Das Ende von diesem spannenden spontanes Video. Ich sehe gerade, 25 Minuten habe ich ordentlich geredet. Wer jetzt noch dabei ist und wer jetzt noch guckt, ich kann euch einmal mehr nur empfehlen, sucht euch eure Helme, fahrt die zur Probe und seid wirklich, gebt nicht auf. Spielt rum, spielt mit dem Windschild, spielt mit den Ohrenstöpseln, baut euch mal ein Audiosystem ein. Ich hätte es nicht geglaubt, dass das so viel Unterschied macht. Und ja, ich hoffe, ihr findet für euch eure Lösung für ein angenehmes Fahren, dass man dann in fernen Ländern sich nämlich auf das Reisen konzentrieren kann, auf die Natur, auf die Menschen und nicht nur ständig damit beschäftigt ist, zu jammern, weil irgendwas eben einfach nicht passt. Ich spreche dort tatsächlich ein bisschen aus Erfahrung, aber dabei belassen wir es jetzt. Abonniert den Kanal, macht die Glocke an, folgt mir auf Instagram und Facebook. Jetzt habe ich ja das Helmproblem gelöst, jetzt wird noch gepackt demnächst und dann gibt es irgendwann nicht, in ein paar Wochen, wenigen Wochen, hoffentlich schöne Reisevideos von meinen Abenteuern. Ich wünsche euch was, euer Martin. Tschüss. Ach so, ganz wichtig.